Hi, hier ist Christoph der Bootsschrauber. In diesem Video zeige ich dir, wie ich die Dämpferplatte an meinem Perkins Prima N50 auf meinem Segelboot selbst austausche. Das ist mit mittleren Schrauberkenntnissen gut zu machen. Und das hier ist Teil 2. In Teil 1 habe ich die Dämpferplatte ausgebaut. In diesem Teil baue ich sie wieder ein. In diesem Video geht es darum, die Dämpferplatte an dem Motor auszutauschen. Ich habe hier die alte Dämpferplatte. Man merkt, die war verschlissen, die rappelt. Und ich habe hier die neue Dämpferplatte. Das ist eine mit einem Kunststoffelement. Hier das weiße, das ist das Kunststoffelement. Und die wird dann so eingesetzt. Hi, hier ist Christoph der Bootsschrauber. Seit 7 Jahren schraube ich alle meine Boote selber. Was du hier siehst, habe ich mir selbst angeeignet. Das kann auch falsch sein. Bevor ich mich aber an das Einsetzen mache, werde ich hier noch mal ein bisschen Korrosion entfernen und einmal überlackieren. Ich habe hier einen ganz normalen Hammerschlaglack in hellblau, den habe ich in Spanien gekauft. Der hat die Farbe 2907 und davon habe ich noch einen Rest übrig. Da werde ich also einmal drüber gehen und dann werde ich den Motor soweit vorbereiten, dass ich das wieder zusammenbauen kann. Um diese Arbeit machen zu können, muss der Motor etwas angehoben nach hinten geschoben werden und das Getriebe abgenommen werden. Hinter diesem Lappen verbirgt sich die Schwungscheibe. Also was ich hier gerade abkratze, das ist zum Teil einfach nur eine Salzkruste. Hier oben drüber ist ja die Impellerpumpe, die das Salzwasser anpumpt, hier in den Kühlkreislauf hinein. Und wenn man daran Wartungen macht und vorher nicht das Wasser, das interne Wasser durch Süßwasser getauscht hat, dann tropft das hier ab und dann kommt genau das dabei heraus. Deswegen bin ich dazu übergegangen, wenn ich den Kühlkreislauf öffne, dass ich vorher einmal das Salzwassersystem mit Süßwasser spüle. Und das geht ganz einfach, indem ich einfach nur bei geschlossenem Seeventil hier am Seewasserfilter den Deckel abdrehe und aus dem Kanister Süßwasser einfülle und dabei den Motor laufen lasse, bis der wiederum leer ist. Dann stelle ich den Motor ab und dann ist hier drinnen alles Salzwasser draußen und durch Süßwasser ersetzt. Das heißt, wenn ich dann hier aufschraube oder einen Schlauch irgendwie abnehme und da Wasser runtertropft, dann ist es Süßwasser. Und dann passiert das eben nicht, dass sich hier so viel Korrosion oder sogar Salzkrusten ansetzen. Ich habe hier übrigens beide Dämpferplatten. Das ist die alte Dämpferplatte. Das ist ein sogenanntes Federelement. Das hat hier Stahlfedern drin und die werden mit der Zeit dann eben kaputt. Das ist das neue Dämpferelement. Das hat hier, kann man hier vielleicht sehen, das Weiße sind Kunststoffdämpfer. Ist insgesamt auch deutlich solider gefertigt. Ich habe gerade einen Schreckmoment gehabt. Ich war nämlich der Meinung gewesen, dass die Dämpferplatte so rum eingebaut werden muss. Habe aber dann selber festgestellt, dass die ja auch schon nicht passt. Das hier ist die neue Dämpferplatte. Aber trotzdem kommt jetzt der spannende Moment, ob der Lochkreis passt. Ich setze die jetzt mal an. Also ich muss die natürlich später dann mit Loctite ansetzen, aber ich will im Moment nur gucken, ob sie passt. Mehr will ich gar nicht machen. Aber die Schrauben passen nicht. Gut, also wie auch immer. Neuer Versuch. Okay, also hier passt sie. Jetzt habe ich mich aber echt erschreckt. Ich habe schon gedacht, die passt nicht. Das wäre jetzt blöd gewesen. Die hatte nämlich 2 Wochen Lieferzeit, wurde speziell für mich gefertigt, hat keine Rückgabe, kostet einen Haufen Geld. Das wäre jetzt echt blöd gewesen. So, was ich jetzt noch machen muss, die Löcher, die passen nicht ganz. Bleibt da. Das sind diese Schrauben, die sind so ein bisschen eigenartig geformt. Die haben nämlich nach dem Gewinde nochmal einen Teil ohne Gewinde und der ist dicker. Der geht nicht durch. Das heißt, ich muss das minimal noch aufweiten.
Bevor ich das aber mache, werde ich sie nochmal auf den Vielzahn vom Getriebe aufhalten, weil das habe ich auch noch nicht gemacht. Der muss da natürlich auch passen auf den Vielzahn. Ich hatte ja gesagt, dass die Schrauben nicht passen und dass ich deswegen die Dämpferplatte aufweiten muss, ne? Mir ist danach aufgefallen, dass das nicht außerzentrisch sitzen muss. Das heißt, die haben hier eine Zentrierfunktion. Und ihr seht ja, die sind jetzt drin, bis auf eine. Also ich habe die jetzt doch geschafft reinzukriegen. Da bin ich auch sehr froh drum, weil ich wollte die gar nicht aufweiten. Die allerdings kriege ich trotzdem nicht rein. Ich werde die jetzt erstmal versuchen, die Schraube ein bisschen außen zu reinigen. Und also ich kriege sie hier nicht rein. Ich habe auch schon versucht, die Schrauben zu tauschen. Das hat auch keinen Effekt. Ich könnte es natürlich versuchen, einfach nur reinzudrehen, dass sie sich festzieht. Aber das ist für mich keine Option. Ich werde jetzt erstmal versuchen, ob ich hier die Schraube ein bisschen nochmal polieren kann. Wahrscheinlich ist es nämlich überhaupt nicht viel, sondern wirklich nur eine Kleinigkeit. Und vielleicht ist es auch nur ein Metallspan, der da absteht oder eine Unebenheit. So, ich habe sie jetzt blank gemacht. Also ich finde es auch erstaunlich, das eine Loch scheint enger zu sein als alle anderen, weil ich kann hier auch eine Schraube, die in ein anderes Loch passt, hier nicht einsetzen. Ich glaube, ich hole mir mal eine Rundfeile, eine kleine, und werde damit erstmal in das Loch reingehen. Ich möchte natürlich so wenig wie möglich Material abtragen, weil ich mir ja relativ sicher bin, dass das eigentlich passen müsste und dass das auch eine Passung ist. Ich hasse es, wenn ich Werkzeug suchen muss. Also ich habe es jetzt gefunden. Ich wusste, ich habe 2 Sätze Schlüsselfeilen, aber ich wusste nicht mehr wo. Alle Werkzeuge und Produkte, die ich in diesem Video verwende, habe ich dir unten in der Beschreibung verlinkt. Und wenn du die bestellst, innerhalb von 24 Stunden den Kauf abschließt, dann bekomme ich eine kleine Provision. Das hilft mir natürlich. Vielen Dank. So, ich habe sie drin. Mich hatte übrigens einer von euch gefragt, warum ich die Dämpferplatte nicht schon viel früher ausgetauscht habe, denn ich hatte den Motor ja vor gar nicht langer Zeit draußen. Ich wusste das damals nicht. Einer von euch hat das am Hand des Geräusches dann gehört und mir gesagt, und daraufhin habe ich es mir auf die To-Do-Liste fürs nächste Mal geschrieben. Und ja, das war dann jetzt, würde ich sagen. So, jetzt bin ich dabei, die Schrauben erstmal handwarm anzuziehen. Ich merke, dass die mit Widerstand in ihr Loch reinrutschen, dort wo die Verdickung ist. Das ist auch gut so, das sollen sie ja auch. Und dann werden sie zum Schluss noch mit dem Drehmomentschlüssel festgezogen. Also die gehen alle gut rein. Ja, sehr gut. Ich habe hier einen kleinen Drehmomentschlüsselsatz mir mal extra geholt, um damit Elektroverbindungen anzuziehen, weil Victron schreibt zum Beispiel, ich glaube 13 Newtonmeter vor. Ich habe den jetzt schon mal eingestellt auf 12 Newtonmeter, weil das vorgeschlagene, das empfohlene Anzugsmoment ist. Ist gar nicht viel, 12 Newtonmeter. So, also die Dämpferplatte ist drin. Das ist schon mal der erste Streich gewesen.
falls euch dieser Steckschlüsselsatz interessiert, ich verlinke euch den mal unten drin. So sieht der aus. Der hat auch hier ein paar Bits mit drin. Für die Bits war es mir nicht wichtig. Ich wollte eigentlich nur das Gerät haben, aber das gibt es nicht einzeln. Das ist vor allem, wenn du Elektroverbindungen, also dünnere Schrauben festziehen möchtest. Wie gesagt, ich habe es für Elektro gekauft. Das ist für Fahrrad empfohlen. Verlinke ich euch unten. Hier sind wir soweit. Dämpferplatte ist drin. Also das heißt, ich kann jetzt das Getriebe ansetzen. Der Vielzahn bekommt jetzt noch mal ein bisschen Fett vorher. Und den Vielzahn am Getriebe muss ich ein bisschen reinigen. Okay. Ich habe hier ganz normales wasserdichtes, salzwasserfestes Fett genommen jetzt. Übrigens, das war ja ein Thema gewesen das letzte Mal hier. Die Verkrustung, man sieht das ja auch, dass das jetzt hier so runterbröselt. Ich habe von euch eine Rückmeldung bekommen, das staubt ganz schön. Ich habe von euch eine Rückmeldung bekommen, also Fett ist natürlich nicht das Richtige. Mir wurde jetzt empfohlen, das mit 2K Lack zu lackieren. Ich habe hier zum einen keinen 2K Lack, ich bekomme auch keinen. Aber es ist ja auch so, dass innen drin, das sieht man auch hier, diese leicht weißen Verkrustungen. Hier innen drin im Abgasknie, da sieht man das ja auch. Deswegen ist es ein bisschen müßig und ich habe bei meinen 3 Booten vorher, war das auch nie irgendwie behandelt gewesen. Das war immer nur so drauf gesessen. Das führt natürlich dazu, dass der Auspuffschlauch sich irgendwann, dass der darauf festbackt und ich ihn nicht mehr runterkriege. Aber sei es drum, ich werde das jetzt machen wie bei meinen vorherigen Booten auch. Ich werde den wieder trocken draufsetzen. Schwer, vielleicht so 20 Kilo würde ich sagen, oder 25. So. Brauche noch ein bisschen Fett auf den Vielzahn. Okay, ich probiere das jetzt mal ohne Flaschenzug. Das letzte Mal habe ich dann Flaschenzug gehabt, weil ich nicht wusste, wie schwer das ist. Oh, das ging ja gut. Gut. Also es sitzt schon drauf, das Getriebe. Und ich kann jetzt die Bolzen reindrehen. Mache dann natürlich auch Anti-Seize drauf, also Schraubensicherung mittelfest. Ich habe 2 Schrauben verlegt und zwar also imperiale Schrauben vom Motor, ums Getriebe festzuschrauben und ich finde sie nicht. Ich hab schon alles durchgesucht. Ich suche jetzt nochmal. Passiert euch das auch manchmal? Ich finde das total fürchterlich. Also wenn da einer einen guten Tipp hat, normalerweise, also das ist jetzt alles vom Förler, normalerweise tue ich das in irgendein Behältnis rein mit Deckel. Ich kann mich aber erinnern, weil es der Motor war, habe ich mir gedacht, wenn du das jetzt irgendwo mit rein tust, dann findest du das nie wieder. Ich habe es mir auch gemerkt, dass ich es irgendwo hingetan habe, wo ich es wiederfinde. So wie hier zum Beispiel im Steckschlüsselsatz, aber da ist es auch nicht. Wo tut ihr die Sachen hin, damit ihr sie wiederfindet? Ich glaube, ich bin da nicht der Einzige, der seinen Kram sucht. Das ist fürchterlich. Ich habe sie jetzt gefunden.
Es ist aber echt teilweise wirklich dämlich. Ne? Ich weiß noch, ich habe sie irgendwo hingelegt, wo ich sie wiederfinde. Diese Box ist jetzt nur zu Demonstrationszwecken. Normalerweise habe ich sie nämlich in solchen Boxen, aber sie lag jetzt tatsächlich hier auf dem C-Drive, also hier in unmittelbarer Nähe. Marion hatte das gerade mitgehört. Sie hat gesagt, Plastiktütchen nehmen und ans Werkstück dran kleben, also zum Beispiel hier. Natürlich eine tolle Idee. Wie macht ihr das? Ich weiß, es gibt so magnetische Schalen, die macht man auf den Motor drauf. Manche Leute arbeiten mit diesen Boxen. Das war bisher für mich eigentlich eine ganz gute Lösung, wenn man ordentlich ist. In dem Fall habe ich sie hier reingelegt. Dein Tipp würde mich interessieren. Schreib es unten in die Kommentare. Hier schiebe ich das Ausrichtungstool auf die Welle vom C-Drive auf. Danach hebe ich den Motor mittels eines Kettenzugs komplett an und schiebe diesen so weit nach vorne, dass der Flansch vom Getriebe mit dem Flansch von dem Ausrichtungstool anliegt. Und das erlaubt mir, jetzt die Ausrichtung des Motors auf das C-Drive zu prüfen, indem ich eine Fühlerlehre dazwischen schiebe und dann bei Bedarf die Motorfüße noch etwas rauf und runter drehe, bis es passt. Ich habe jetzt den Motor soweit nochmal nachjustiert, weil er sich ja über das letzte halbe Jahr, seitdem ich die Füße getauscht habe, die Vibrationsdämpfer getauscht habe, hat er sich ja ein bisschen gesetzt. Wir sind deutlich über 100 Stunden seitdem unter Maschine gelaufen. Habe ich hier unten nochmal das Ausrichtungstool aufgesteckt und gehe jetzt mit einer Fühlerlehre rein. Das ist 0,15 mm. Also mit 0,15 kann ich in der oberen Hälfte durchfahren. Ich habe jetzt soweit alles nachgestellt, was ich nachstellen konnte. Besser kriege ich es nicht hin. Und deswegen kann ich jetzt den Motor noch mal kurz anheben, dann den Mitnehmer auf die Welle montieren mit der Passfeder, mit dem Mitnehmer und die Wellenkupplung und die Riemenscheibe vom Wellengenerator. Und dann, wenn ich hier schon am Arbeiten bin, dann habe ich auch die Gelegenheit ergriffen, den Seewasserverteiler neu abzudichten. Da hat mir Frank hier aus dem Hafen zum Glück geholfen. Vielen Dank, Frank. Wir haben hier einmal die Wellenkupplung vom Motor und den inneren Mitnehmer. Und man sieht hier, dass hier die Passfeder sitzt. Ich habe hier schon mal einen Körner gesetzt. Ich werde hier erst ein Loch bohren und dann ein Gewinde schneiden, um dann dort eine Schraube einsetzen zu können, die von oben durch dieses Passstück auf die Passfeder drauf drückt. Dieses Passstück wird 0,1 mm kleiner gefertigt als die Welle selbst und soll nur durch Erwärmung aufgeschoben werden können. Ich hatte in Teil 3 der Videoserie über den Austausch der Vibrationsdämpfer gezeigt, dass ich dieses Passstück hier auf die Welle eingeschliffen hatte und das war keine gute Idee. Deswegen baue ich hier diese Schraube ein, um die Passfeder am Kippen zu hindern. Ich weiß, dass das keine endgültige Lösung ist, sondern ein Provisorium, habe das auf die Liste geschrieben und werde das bei Gelegenheit neu aufeinander einpassen lassen, um wieder eine dauerhafte Passung dorthin zu bekommen. Solange muss es aber erstmal so funktionieren. Scheibe ist mittlerweile auch wieder drin vom Wellengenerator. Was jetzt noch fehlt, sind hier die Muttern. Ich habe jetzt, was den Motor angeht, das soweit fertig, dass ich hier die Riemenscheibe wieder drauf habe. Die ist auch verschraubt, also der Antrieb ist wieder hergestellt. Und jetzt geht es darum, hier die Schrauben festzuziehen, die Hauptschrauben des Motors. So, ich habe jetzt gerade noch mal entlüftet. Jetzt müsste er eigentlich laufen. Hoffentlich läuft er jetzt. Also er läuft soweit, er dreht hier sehr ruhig.
Was ein bisschen schade ist, dieses harte Schlagen beim Einkuppeln, das hat er immer noch. Das hatte ich eigentlich gehofft, dass das durch die Dämpferplatte weg ist. Aber was er nicht mehr hat, ist dieses Rasseln im Leerlauf. Das ist schon mal sehr gut. Und ja, aber er schüttelt sich nach wie vor. Ist ja klar, ist immer noch die gleiche Maschine. Wenn ich ihn nicht eingekuppelt laufen lasse, zum Runterkühlen zum Beispiel, oder wenn wir Ankermanöver machen, dann werde ich ihn weiterhin im leicht erhöhten Leerlauf laufen lassen, damit er sich eben nicht so schüttelt. Aber sonst, die Einstellung ist gut. Schwingelemente, dass ich die nochmal nachgedreht habe, man hat schon gemerkt, dass der Motor sich so 1,5 mm auf jeden Fall hinten gesetzt hat, vorne nicht ganz so viel. Und er läuft auch hier an der Welle jetzt ein bisschen ruhiger als vorher tatsächlich. Also die Einstellung ist jetzt noch besser als das letzte Mal und das ist auch super. Hurra, er läuft. Eis essen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann wird dir dieses Video auch gefallen, denn da geht es um den Ausbau des Motors, wo ich die Vibrationsdämpfer getauscht habe.